mit dem Geschwätz der Insolvenz. Fuck you, General Motors. Mein Vater war bei Opel, mein Schwiegervater, mein Opa, alle. Ich habe das im Blut. Ich lebe Opel. Das ist natürlich scheiße, wenn man immer nicht weiß, wie es weitergeht. Natürlich werden wir Opel noch kennen in 20 Jahren und Opel wird sich konsequent weiterentwickeln. Der erste Kadett. Für den Mittelstand in den 30ern gebaut. Um diesen Oldtimer-Schatz im Autowerk kümmern sich Jens Cooper und Leif Rohwetter. Sie leben die Opel-Story. Ja, jetzt kommt er auch ganz hoch. Und blinkt auch. Blinkt auch. Ja, genau. Also das ist schon. Mach das ruhig nochmal. Schon toll. Drück den nochmal. Und nochmal. Der Vorgänger vom Blinker sozusagen. Ja. Vielleicht braucht er ein bisschen mehr Spannung. Wenn ich jetzt nochmal anmachen würde. Ohne ihn gäbe es Opel vermutlich nicht mehr. Als Betriebsratschef sicherte Klaus Franz Opel nach langem Kampf das Überleben. Er war 14 Jahre nicht mehr hier und ist sichtlich bewegt. Schon die Erinnerungen über die lange Zeit, die knapp 40 Jahre, die ich hier war. Und manchmal ein bisschen Wehmut, weil man hat sich viel vorgenommen. Es war richtig super. Dann sah ich mir auf der anderen Seite, aber irgendwie hätte ich Opel doch eine glühendere und glänzendere Zukunft gewünscht. Sie sind gerne sentimental, schwelgen in alten Formen und Farben, lieben Opel für das, was es war. Beim Verein Alt-Opel IG ist man mit anderen Gruppen weltweit vernetzt. Es gibt sogar überall auf dem Globus spezielle Typreferenten, die jede Schraube kennen und beraten können. Für Ersatzteile ist man oft schon weit gereist. Da sind die Stammtischkollegen nach Schweden gefahren und haben bestimmte Teile gesucht und haben sie auch gefunden. Als der Olympiarekord in seine Werkstatt kam, sah das Auto ziemlich mitgenommen aus. Zum Glück ist Peter Flörsheimer vom Fach und Opel erfahren. Ich fertige viel selber an, also so Gummiteile baue ich die Formen. Also ich habe Modellschreiner gelernt, also ich kann Formen bauen. Dann baue ich da die Formen dafür und gieße die Gummiteile, verteile ich dann auch noch im Club. Und zum Beispiel die Polster habe ich nachweben lassen. Da habe ich dann auch relativ lange gesucht, bis ich eine Weberei hier in Deutschland gefunden habe. Sorgfältige Liebe. Jetzt heißt es Schmierstoffe pumpen an die richtigen Stellen. Damit der Wagen nicht versteift, braucht er das alle 1500 Kilometer. Ganz nach der alten Betriebsanleitung. Dieser Opel ist wartungsintensiv. Ist der undicht, weil hier alles Nee, das schwitzt da ein bisschen. Ach so. Was du mal machen kannst, ist eventuell noch hier ein Käppchen draufsetzen, ein Gummikäppchen für die Bremsenlüfter. Opel ist Identität. Wir sind mit Opel groß geworden. Mein Vater war bei Opel, mein Schwiegervater, mein Opa, alle. Ich war bei Opel bis zur Rente und ich habe das im Blut. Ich lebe Opel. Rüsselsheim in den 60ern und 70ern. Aufbruchsstimmung. Viele Generationen hat der Autobauer ernährt. Tausende Arbeitskräfte kamen aus Südeuropa. Extra für Opel wurde der Stadtteil Dicker Busch einst gebaut. Weit über 20.000 Arbeitsplätze gingen ab den 80ern allerdings verloren. Die Entlassenen, vor allem Migranten. Für Patrick Burkhardt waren das als Oberbürgermeister von Rüsselsheim schwere Zeiten. Die Zeit, die ich damals verantworten durfte, gab es fast gar keine Gewerbesteuerzahlung. Es gab Zeiten 2000 bis 2015, 16, wo eigentlich so gut wie gar nichts geflossen ist. Damit muss auch eine Stadt umgehen, die von den Spitzenzeiten Ende der 80er Jahre mit über 100 Millionen Euro Gewerbesteuerzahlung runter auf Null. Das verändert natürlich eine Stadt. Es hat Rüsselsheim einen schweren Wandel beschert. Die Stadt hat an Attraktivität verloren. Im Einzelhandel, im Innenstadtleben sind die Spuren vieler Entlassungen bei Opel bis heute deutlich sichtbar. Die Innenstadt ist leider nicht mehr anziehend, weder für jüngere Leute noch für ältere Leute. Und das hat schon
auch Auswirkungen auf die Lebensqualität hier. Ich verbinde auf jeden Fall Rüsselsheim mit Opel, allerdings nicht mehr unbedingt jetzt als mit einer deutschen Automarke. Für mich ist Rüsselsheim immer noch eine Opel-Stadt, denn es gibt ja auch immer noch das alte Opel-Werk und ich finde, das wird halt immer ein Teil von Rüsselsheim bleiben, deswegen ist auch Rüsselsheim immer noch Opel. Wenn Opel nicht mehr wäre, würde es uns nicht so gut gehen. What if? What if we take the lead into a fully charged tomorrow? Der neue Grandland. Bald soll alles elektrisch werden. Das ist die neue Zukunftsvision auch in der Werbung. What if we focus all our energy into one vision? Opel will sich neu erfinden. Chefdesigner Florian Theis weiß, das Autogeschäft ist schnell geworden. Ein Auto zu entwerfen dauert oft aber 3 bis 4 Jahre. Und ob ein Auto gefällt, entscheidet der erste Blick, sagt er. Das ist natürlich das, was der Kunde zuallererst sieht, dann vielleicht auch später anfasst und fühlt. Und ich denke schon, wenn ein Design nicht attraktiv ist, wird der Kunde gar nicht erst das Fahrzeug in Betracht ziehen. Wir sind im Opel Designzentrum. Die hochgeheimen Hallen in Rüsselsheim. Zutritt haben hier wenige. Chefdesigner Florian Theis hat mehrere Modelle wie den Insignia und den neuen Astra schon entworfen. Ohne die Dutzenden Kreativen hier wäre Opel nicht groß geworden. Ein Auto muss den Zeitgeist treffen. Wie bei Kleidern, die Mode erkennen. Nur, dass ein Auto länger als nur eine Saison halten muss. Es gibt schon natürlich immer wieder auch gewisse Trends. Es gibt gewisse Technologien, die sich entwickeln, die dann eben auch das Design beeinflussen. Wenn jetzt beispielsweise bei den Scheinwerfern eine neue Technologie kommt, der Wechsel von Halogen auf LED, dann kommt natürlich auch da wieder gibt es neue Möglichkeiten für die Designer, verschiedene Elemente anders zu gestalten. In den 13 Jahrzehnten haben sich die Opel-Modelle oft verändert. Von der Stromlinienform der 30er über den Traumwagenstil der Nachkriegszeit bis zur neuen Aerodynamik des Opel GT und seit der Ölkrise 1971 mehr schlichte Formen, um Kraftstoff zu sparen. Heute gibt die Elektro-Ära neue Formen vor, vor allem an der Vorderfront der Autos. Ein altes Element verschwindet bald sogar ganz. Man kennt von Elternautos noch diese großen Frontgrills, wo die Luft dann eben durchgeführt wurde zur Kühlung. Das wird jetzt bei Elektroautos alles nur noch im unteren Bereich der Front nötig sein, um die Batterien zu kühlen. Und dadurch gibt es dann im oberen Bereich viel mehr Freiräume. Man muss eben keine Luftzufuhr mehr gewährleisten und hat dann eben neue Möglichkeiten, auch die Front eines Fahrzeugs zu gestalten. Viel Licht anstatt Stoßstangen und Chromleisten. Unnötiges Metall soll verschwinden. Diese Modellstudie zeigt, welcher Stil in den kommenden Jahren alle Opel-Autos prägen wird. Opel-Manager Florian Hüttel will die Marke ins Elektrozeitalter führen. Ohne Wenn und Aber. Dass Konkurrenten, erste Autounternehmen an der Elektrozukunft zu zweifeln beginnen, verunsichert ihn nicht. Er will standhaft bleiben. Opels Strategie. Nach vorne schauen. 2038 wollen wir CO2-neutral sein und dahingehend entwickeln wir unser Unternehmen. Und die emissionsfreie individuelle Mobilität, das emissionsfreie Fahren ist ein ganz wichtiger Bestandteil von dieser Transformation. Wir setzen voll auf die Elektromobilität. Wir haben den ersten Schritt jetzt fast abgeschlossen. Der erste Schritt heißt, dass wir alle unsere Autos auch als elektrische Varianten anbieten. Da können Sie jeden Opel dann auch batterieelektrisch kaufen. Und dann gehen wir entsprechend weiter in die Zukunft mit rein elektrischen neuen Modellen, die wir auf den Markt bringen. Jeden Tag produzieren sie in Rüsselsheim 500 Autos. Einst waren es 1500. Doch das Geschäft ziehe gerade sehr gut an, vor allem im Ausland. In der Türkei sind wir sehr, sehr stark gewachsen. Das ist ein wichtiger Markt, in Marokko auch. Wir haben jetzt gerade unser Händlernetz in Algerien eröffnet und damit einen ganz neuen Markt für Opel erschlossen. Und wir freuen uns sehr darauf, auch da in Zukunft wachsen zu können. Also es passiert sehr viel in puncto Wachstum. Nochmal einerseits in der batterieelektrischen Technologie und andererseits außerhalb von Europa. Beim Tag der offenen Tür werfen die Besucher nicht nur einen Blick in die elektrifizierte Zukunft von Opel, sondern schwelgen auch in der Vergangenheit. Eine Anekdote ist unvergessen.
Opel hat vor 100 Jahren bereits eine Redensart geprägt. Die Firma Citroën, die heute auch zu Stellantis gehört, hat bereits 2 Jahre vorher in Frankreich das Fließband eingeführt und haben dort ein Auto hergestellt, den 5CV, der unserem ähnelt, das muss man schon sagen. Der Citroën wurde gerne in Gelb gekauft oder angeboten, unser Fahrzeug in Grün. Und da die Fahrzeuge sich so stark ähneln, kommt das Sprichwort, dasselbe in Grün, hat der Volksmund gleich daraus gemacht. Ja, das kann man nicht verschweigen, das ist so. Beim Doktorwagen geht Liebhabern noch heute das Herz auf. Opel hat viele Mythen geschaffen in den 125 Jahren Autobau. Und künftig? Natürlich werden wir Opel noch kennen in 20 Jahren und Opel wird sich konsequent weiterentwickeln und wird auch in 20 Jahren das machen, was wir seit 125 Jahren machen, nämlich Mobilität. Die Mobilität der Zukunft dann in dem Fall, aber Mobilität bezahlbar zu machen und zu vielen, vielen Leuten zu bringen. Und das ist unsere Mission. Wie damals der Laubfrosch gedacht für den kleinen Geldbeutel. Heute ist die Konkurrenz groß. Die Autobranche muss mit ständig neuen Herausforderungen umgehen. Ich kann nur einfach dem Unternehmen und insbesondere den Beschäftigten, die noch da sind, viel Glück wünschen und alles Gute. Aber es ist für mich keine Zeit des großen, überschwänglichen Jubels. Es ist eine brutal harte Zeit, aber übrigens insbesondere und insgesamt für die Automobilindustrie, was die Chinesen auf den Markt bringen werden, das wird eine richtig brutale Auseinandersetzung. Und genau die will Opel meistern. Künftige Modelle sollen trotzdem noch viel an alte Traditionen erinnern, aber mit konkreten Zukunftsvisionen. 125 Jahre Autobau bei Opel in Rüsselsheim. Eins waren sie bestimmt nicht: langweilig und ruhig.